Die Ödenburg liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur weltberühmten Hohkönigsburg auf dem Stauffenberg im Elsass. Den Standort auf Google Maps findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ödenburg ist natürlich nicht ihr ursprünglicher Name, sondern eine Namensverkürzung, die darauf hinweist, dass die Burg verlassen wurde. Wann dies geschah und noch viel mehr, erfahrt ihr in unserem Bericht. Wie eingangs erwähnt, liegt die Ödenburg nur wenige hundert Meter von der bekannten Hohkönigsburg entfernt. Wohl deshalb wird sie auch Kleine Königsburg genannt. Ihre Geschichte liegt fast völlig im Dunkeln. Bereits im 9. Jahrhundert stand in diesem Gelände eine Wehranlage. Das war lange vor dem Bau der heute noch sichtbaren Burg. Die Vorgängeranlage lag einige Dutzend Meter östlich der Ruinen. Die erste Erwähnung des Ortes erfolgt 1147 durch einen Mönch, welcher sie in seinen Aufzeichnungen Estufin nannte. Dies deutet darauf hin, dass die Burg von den Stauffern erbaut wurde. Ob sich die Erwähnung auf die Ödenburg bezieht oder doch die Hohkönigsburg gemeint ist nicht ganz klar. Vermutlich war sie zu Anfang eine einfache Turmburg. In einer Urkunde von 1174 werden 2 Türme auf dem Stauffenberg erwähnt. Damit könnten die Hohkönigsburg und die Ödenburg gemeint sein. Die bei archäologischen Ausgrabungen gefundenen Keramikartefakte sprechen allerdings für eine Errichtung des Bergfrieds im 13. Jahrhundert. Der übrige Teil der Anlage erfolgte laut Befunden etwas später. Diese Erkenntnisse decken sich mit der nächsten Erwähnung der Burg. Im Jahr 1245 wurde Kaiser Friedrich II. Durch Papst Innozenz IV. Als Herrscher über das Heilige Römische Reich abgesetzt. Es begann die Zeit des sogenannten Interregnum, was so viel wie Zwischenherrschaft oder Zwischenzeit bedeutet. Das Ende dieser Periode erfolgte erst 1273 mit der Wahl von Rudolf I. von Habsburg zum römisch-deutschen König. In dieser Zeit bauten die Herren von Ratsamhausen 1267 die Ödenburg aus. Auch bei den archäologischen Untersuchungen fand man Hinweise auf eine Erweiterung der Burg. Besonders im westlichen Teil des Areals wurden bauliche Aktivitäten festgestellt. Die Umbauten dienten unter anderem dazu, den Zugangsweg zu ändern. Unklar ist ebenfalls, ob die Burg als eigenständige Anlage gedacht war oder ob sie seit den Anfängen als Vorwerk der Hohkönigsburg angesehen wurde. 1398 wird sie jedenfalls in einem Dokument als Teil der Burg zu Kungesberg bezeichnet, zu welcher auch noch weitere, heute nicht mehr sichtbare Befestigungsanlagen gehörten. Bereits 1417 scheint sie dem Zerfall überlassen worden zu sein, denn sie wird nun als öde Burg zu Kunsberg bezeichnet.
Das bestätigen auch die archäologischen Untersuchungen. Funde neueren Datums wurden auf der Ödenburg nicht gemacht. Warum die Burg verlassen wurde, ist bisher nicht bekannt. 1504 werden die Ruinen der Ödenburg kurzzeitig durch die Garnison der Hochkönigsburg besetzt. Man war damals in Sorge, Feinde könnten letztere von dort aus mit Artillerie beschießen. 1991 wurde sie in das Zusatzinventar der historischen Denkmäler aufgenommen. Die Burgruine kann über einen Wanderweg erreicht werden. Schaut euch ruhig noch etwas auf unserem Kanal um. Hier gibt es noch viele weitere Burgenvideos. Und nun ist es Zeit, weiterzuziehen. Auf unserer Burgentour durchs Elsass. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal.